Moin Jono und willkommen bei einer neuen leckeren Folge von Grillcoach Gerrit. Ich habe Lust auf Barbecue, aber meine Gewürzmischung ist leer. Grund genug, um euch zu zeigen, wie ich mir einer der weltbekanntesten, besten vielleicht Barbecue-Gewürzmischungen, den Kansas City Barbecue Rub, selber mische. 7 Zutaten, ganz einfach nach dem Intro. Das Kansas City Barbecue zeichnet sich vom Rub her aus, dass es ein bisschen süßer ist, ein bisschen zuckerlastiger als zum Beispiel so das Chili-lastige Scharfe aus Texas. Zu Kansas City kann man eindeutig die Welthauptstadt des Barbecue sagen. Die Zutaten, die wir dafür heute verwenden, und das sind nicht viele, die habt ihr alle zu Hause, die zeige ich euch jetzt auf dem Tisch. Brauner Rohrzucker, wir brauchen Paprika edelsüß, schwarzen gemahlenen Pfeffer, Salz, Knoblauchgranulat, Zwiebelpulver und Cayennepfeffer. 7 Zutaten, nicht viel. An Zubehör noch so einen schönen Mörser. Ich brauche ein Glas zum Abfüllen, einen Löffel. Und um zu wissen, wie viel Barbecue-Gewürzmischung wir uns denn zusammengemischt haben, habe ich hier noch eine schöne Haushaltswaage dazu. Ich habe 2 kristalline Zutaten, das ist einmal Salz und das ist einmal Zucker. Und die kristallinen Zutaten, die eignen sich wunderbar, um die anderen Zutaten so ein bisschen anzustoßen. Gerade bei Kräutern, die haben wir heute jetzt nicht. Dann nehme ich mir jetzt einmal was vom Zucker und was vom Salz. Und dann geben wir uns schon mal einen Teil unserer Gewürze hier rein. Und dann stoßen wir das Ganze mal ein bisschen an. Da das schon eine ganze Menge ist, fülle ich mir schon mal was in mein Glas ab. Aber nicht, bevor ich hier nicht Tara gemacht habe. So, mein Glas wiegt 246 Gramm. Das nullen wir einmal. Und dann fülle ich mir schon mal einen Teil von ab. So, und dann gehen die restlichen Zutaten hinein. Und auch die stoßen wir nochmal gemeinsam einmal an. Die Zutaten sind alle in meinem Glas, kommt der Deckel drauf. Und dann werden wir das Ganze mal schön mischen. Knappe 160 Gramm an Gewürzmischung. Das sind so von den handelsüblichen ungefähr 1,5 Streuer. Am Anfang kommt die Süße durch, Zwiebel und Knoblauch, dann das Salz und hintenrum nochmal die Schärfe. Typisches Kansas City Barbecue. Dieser Rub ist ideal für Pulled Pork zum Beispiel, für Rippchen, aber auch für Geflügel. Ich mache morgen richtig im Kansas Barbecue Style richtig schöne St. Louis Cut Ribs. Da gehört eben Kansas City Barbecue Rub dazu. Falls das Video schon draußen ist, dann könnt ihr das hier oben sehen. Wird bestimmt richtig gut. Ihr habt gesehen, wie einfach das Ganze zu machen ist, wie einfach ihr euch einen Rub machen könnt, wie einfach ihr euch auch Barbecue-Sauce machen könnt und natürlich auch das Ganze zubereiten könnt. Könnt ihr euch noch ein bisschen bei mir auf dem Kanal tümmeln. Ich würde mich freuen, falls ihr noch mal einen anderen Rub sehen wollt oder irgendwelche anderen Sachen oder einfach Meinung dazu habt, schreibt das mal unten in die Kommentare. Und falls dir das Video gefallen hat, dann würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Hier oben kannst du noch Abonnent vom Kanal werden, falls du das noch nicht bist. Und auf der Seite, da blende ich euch 2 weitere Videos zum Weitergucken ein. Und dann sehen wir uns nächste Woche Mittwoch, wenn es wieder heißt, Mittwoch ist Grillcoach Gerrit Zeit. Ciao!